Frau Lorenz, Sie hatten im Jahre 2006 im Zusammenhang mit einer Herzoperation eine Nahtoderfahrung. Wie war die Vorgeschichte? Ja, die Vorgeschichte war so, dass ich ein paar Jahre vor diesem Termin, den ich dann hatte zu einer Untersuchung, Herzrhythmusstörungen hatte, und mein Arzt, ein anthroposophischer Arzt, der wollte unbedingt dieses ganze Ding abschließen und wollte unbedingt, dass ich noch mal zu Untersuchungen komme, in das Krankenhaus, in dem er seine Praxis hatte. Das war dann im November 2006 der Fall und, ja, dann bin ich da hingefahren. Also, das war vorher noch so, am Abend vorher saß ich noch an meinem Küchentisch und konnte mir nicht erklären, warum ich so 'ne Angst habe. Aber ich habe mich dann aufgerafft und bin am nächsten Tag dahin gefahren und hatte auch keinerlei Sorge, dass da jetzt irgendwas passieren würde. Und beim Herzultraschall, sagte der untersuchende Arzt dann, da ist was. Und dann habe ich noch gedacht: „Okay, was soll da jetzt sein? Was hat er da wohl gesehen?“ Und dann sagt er meint, dass da 'n Tumor im linken Vorhof wäre. Ja, da war ich dann erst mal erschrocken und dann, lag ich da noch, und er untersuchte noch weiter und dann, habe ich dann gesagt: „Ja, und was passiert jetzt?“ „Ja, der muss entfernt werden.“ Und dann, ist so meine Welt zusammengebrochen. Ich bin da, aufrechten Ganges reingegangen in dieses Krankenhaus und habe mir wenig bei gedacht. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt: „Heißt das denn, dass ich dann jetzt einmal so aufgeschnitten werden muss?“ „Ja, das würde das bedeuten, also 'ne Operation am offenen Herzen.“ Ja, und da bin ich total erschüttert gewesen. Ich habe dann nur noch geweint und, der hat dann die Untersuchung abgeschlossen und ich wollte aufstehen und wollte mich anziehen. Und dann sagt er zu mir: „Nein, nein, Sie bleiben jetzt hier liegen. Wir haben schon 'n Intensivbett bestellt.“ Und das kam dann auch sofort und ich wurde direkt auf die Intensivstation gebracht als absoluter Notfall für weitere Untersuchungen. Ja, und es war irgendwie, als wenn ich in 'nem fremden Film bin, weil ich mich ja gar nicht krank gefühlt habe. Und ja, also letztendlich lief es dann darauf hinaus, das ist 'n Tumor. Man musste mich verlegen in, 'n Krankenhaus in Wuppertal, das 'ne Herzabteilung hatte. Und dann wurde ich mit Blaulicht bei vollem Bewusstsein mit beisitzendem Notarzt, ähm, über die Autobahn ins Krankenhaus gefahren. Ich war nur also ich konnte es einfach nicht fassen. Ich habe gedacht, ich bin in irgend 'nem, anderen Film. Also, das war alles nicht real. Es war sehr surreal. Dann hatte man da beschlossen, weil Freitag war, man müsste vielleicht schon am Samstag eine Not-OP machen. Das hat man dann verschoben. Ich wurde dann montags operiert, weil man noch andere Untersuchungen vorher einschieben wollte. Und im Nachhinein muss ich schon sagen, ich bin froh, dass das so schnell ging und ich nichts mehr recherchieren konnte, weil also die Nachwehen der OP waren dann nicht schön. Und das war gut, dass ich das vorher alles gar nicht so realisiert habe. Jedenfalls haben sie mich dann operiert, den Tumor entfernt, weil die Gefahr sehr groß war, dass der Tumor sich lösen würde. Ja, und das hätte dann also tödliche Konsequenzen gehabt. Dann wurde ich eben wach gemacht und, lag dann einen Tag auf der Intensivstation, 2 auf der Wachstation und dann meinten die: „Oh, die Werte sind gut, wir verlegen Sie auf die normale Station.“ Ihre Nahtoderfahrung war ja insofern außergewöhnlich, weil sie mit Unterbrechungen über mehrere Tage andauerte. Können Sie uns von Ihren Erlebnissen während dieser Zeit berichten? Ja, also, ich hatte auf der Intensivstation durch diesen ganzen Krach, das Licht und natürlich meine körperliche Erschöpfung habe ich überhaupt erst mal gar nichts wahrgenommen. Erst als man mich dann verlegt hat in die normale Station und, ich dann endlich in meinem Bett lag und es war ruhig und es war dunkel, ähm, hat mich hat man mich also, es hat mich aus dem Körper herausgezogen in einen Raum, wobei Raum ist nicht der richtige Begriff, weil 'n Raum hat 'ne Begrenzung, das hatte keine Begrenzung. Ähm, also, eine ich sage trotzdem, man bleibt halt bei dem Begriff Raum. 'N Raum, nicht besonders hell und eben unendlich groß. Und ich lag also, ich, nahm das wahr, dass ich in diesem Raum bin und auf einmal schossen au wie aus dem Nichts
Gestalten auf mich zu, Fratzen, Monster, also ganz gruselige Gestalten. Am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, so ein wurmartiges, riesiges Wesen, was behaart war. Und alles flog durch mich durch. Also das konnte ich auch spüren. Ich spürte, das kommt auf mich zu und fliegt durch mich durch. Und das war so schrecklich, das ging, sag mal, gefühlt den ganzen Tag. So, irgendwann kam eine Freundin kurz zu Besuch an mein Krankenbett und dann bin ich auch wieder zu Bewusstsein gekommen. Und dann habe ich dann nur gesagt, du, ich glaube, ich überlebe das nicht. Das ist ja einfach nur schrecklich, horrormäßig, und habe der dann so ein paar Sachen erzählt. Und ähm, gut, also habe dann gefühlt am nächsten Tag, veränderte sich der Raum, in den ich da gezogen wurde. Ich wurde immer wieder rausgezogen, immer. Es kam mal jemand vielleicht zur Tür rein, um nach mir zu gucken. Dann war ich auch wieder bei Bewusstsein. Aber sobald ich alleine war, zog es mich wieder weg. Und dann wurde der Raum, in den ich da gezogen wurde, wurde immer lichter. Und es waren unglaubliche Farben, also Farben, die man sich hier so nicht vorstellen kann. Und die waren alle irgendwie flirrend und voller Energie. Und ja, und ich lag dann so in meinem Bett und dann bemerkte ich, dass der ganze Raum, mein Krankenzimmer, voller Wesen war. Also komplett voll in allen Farben des Regenbogens, leuchtend, strahlend hell. Und diese Wesen, ich sage jetzt mal, oder Seelen, ich habe sie nachher Seelen dann genannt oder Schemen. Man konnte also die Umrisse also nur sehen. Man konnte aber auch in die Figuren oder Wesen hineinschauen. Und das war so, die waren so multidimensional. Man konnte ganz tief in die Tiefe, in jedes einzelne Wesen schauen oder in jede Seele. Und das Interessante dabei war, also ich war nur noch erstaunt und habe das einfach so aus so einer Beobachterrolle erstmal wahrgenommen. Und diese Wesen und diese Seelen, die waren alle miteinander verbunden. Und die bewegten sich so, wie wenn man sich einen Fischschwarm vorstellt, der ja immer so, die Fische machen dann immer so, die gehen immer der gleichen Bewegung hinterher. Und so war das auch mit diesen Wesen. Die waren irgendwie miteinander verbunden, aber trotzdem waren es Individuen. Und das war also unglaublich. Der ganze Raum war voll. Und auf einmal tat sich gegenüber auf der anderen Seite des Zimmers in der Ecke eine riesige Lichtsäule auf. Also die war auch nicht mehr begrenzt durch die Decke oder sowas. Es war einfach eine riesige Lichtsäule, die irgendwie aus dem Boden kam und bis nach oben ging. Unglaublich. Und diese Seelen, die strebten dann auf einmal alle in diese Lichtsäule hinein und ich wurde irgendwie mitgezogen. Und zumindest ab da wissentlich, weiß ich, dass ich dann immer einen Begleiter ab sofort hatte, der immer auf der rechten Seite von mir war, und er hatte eine männliche Energie. Also ich hatte das Gefühl, das ist ein Mann oder ein männliches Wesen, sagen wir mal so. Und der hat mir alles Mögliche erklärt. Also ich hatte immer das Gefühl, während dieser ganzen Episoden, die da noch passiert sind, ich werde so, also wie so ein Computer, wo eine Software aufgespielt wird. Es wird ständig was abgeloadet. Ständig werde ich mit Paketen von Informationen versorgt, die ich natürlich nicht sofort erfassen konnte. Und letztendlich glaube ich, dass ich die bis heute noch nicht alle richtig erfasst habe. Das ist unglaublich an Informationen, was da kam. Und also jedenfalls wurde ich dann mitgezogen in diese Lichtsäule und auf einmal waren wir, ja, ich würde sagen, im Weltall. Also so sah es zumindest aus. Wir flogen also es war alles tief dunkelblau und trotzdem gleißend hell. Alleine das kann man sicher hier, ich kann es nur so versuchen zu beschreiben. Unglaublich. Und es flirrte alles und es war irgendwie klar. Es ist alles miteinander verbunden. Alles, was da auch immer zu sehen ist, ist miteinander verbunden. Und die Farben, ich bin nun ja Malerin,
Das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Diese Farben, die hatten einfach eine absolut hohe Frequenz. Ähm, also sowas gibt es hier in unserer in unseren Dimensionen nicht. Ich habe ja dann auch versucht, das malerisch dann aufzuarbeiten. Man kann das nur so ankratzen hier mit unserer Dreidimensionalität. Damit muss ich mich dann auch als Malerin abfinden, dass ich das natürlich nicht so wiedergeben kann, wie ich es wahrgenommen habe. Und wir flogen dann über, also unter uns, also wir flogen so, wie man das aus Kindheitsträumen kennt, so in einem ganz schnellen Tempo durch dieses Weltall. Und dann guckte ich nach unten und unter uns waren diese Seelen oder Wesen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Seelen. Diese Seelen, die standen bis zum Horizont. Den Horizont gab es ja eigentlich gar nicht, aber die standen und sahen so aus, als würden sie auf irgendwas warten. Und wir flogen in einem Affentempo darüber hinweg. Und einige von diesen Seelen hatten gleißend, leuchtend gleißende, helle, strahlende Köpfe. Der Input, den ich dazu bekam, also es war nie so, dass ich eine Stimme gehört habe, sondern ich wusste die Sachen dann einfach. Also es war so, was ich mir überlegt habe oder was ich gefragt habe, war sofort zeitgleich da. Und das war dann eben so, dass es eben Seelen gäbe, die bestimmte Aufgaben erfüllen müssten. Und die hätten dann eben diese Köpfe. Also die würde man daran erkennen. Leider habe ich da nicht mehr dazu nachgefragt. Vielleicht da hätte ich das nochmal vertiefen können, aber ich war einfach nur total baff und erstaunt. Und also die Information war auch zwischen den Planeten, was wir so hier aus unserer irdischen Sicht sehen, ist nicht nichts, sondern es ist alles voller Leben. Alles ist voller Leben. Alles ist beseelt. Also Zwischenräume, die leer sein sollen, die gibt es nicht. Vielleicht aus unserer kleinen Sicht auf die Dinge, weil wir auch ja gar nicht als mit dem menschlichen Körper so viel wahrnehmen können. Aber es ist alles voller Leben und niemand ist alleine. Alle Räume sind voll auf anderen Ebenen mit diesen Wesen oder Seelen. Also das war schwerst beeindruckend. Zwischendrin bin ich dann immer mal natürlich auch in mein menschliches Bewusstsein da wieder zurückgekehrt. Und also ich hatte Fieber, ich hatte ähm, Herzrhythmusstörung, ich hatte Vorhofflimmern dann, Wasser in der Lunge. Und also ich war fest der Meinung, dass die Ärzte mich zu früh von diesen ganzen Überwachungsgeräten abgenommen hatten, aber ich habe das auch überhaupt nicht kommunizieren können. Da war ich gar nicht dazu in der Lage oder da irgendwas einzufordern. Jetzt schließt mich da mal wieder an oder so. Außerdem fand ich das natürlich super spannend, wo ich da unterwegs war, zumal es dann eben so licht und hell wurde. Aber ich glaube, dass natürlich, also vor allen Dingen durch dieses Vorhofflimmern, äh, eben ich auch in diese Zustände gekommen bin. So im Nachhinein würde ich das so sehen. Und dann wollte man mir unbedingt die Lunge noch punktieren. Und dann habe ich gesagt, ich lasse hier nichts machen an meinem Körper, der so geschunden worden ist. Ich habe meine Geistführer um Hilfe gebeten und ich kannte eine Prana-Heilerin, die hat mehrere Fernbehandlungen dann gemacht. Und tatsächlich nach 2 Tagen war das Wasser aus der Lunge weg. Also diesen Eingriff hätte ich nicht mehr haben wollen. Nun gut, und dann lag ich halt, es ging also über Tage bis eigentlich zur Entlassung. Nach 8 Tagen wurde ich aus der Klinik entlassen, beziehungsweise dann wieder zurücktransportiert in die andere Klinik, die mich überwiesen hat, um mich dann noch weiter aufzupäppeln. Also danach schloss ich dann noch eine Reha an und so weiter. Und immer wenn ich dann so im Bett lag und so bei Bewusstsein war und dann so gedacht habe, wo sind Sie denn jetzt nun? Ob Sie noch da sind? Und dann so gefragt habe, seid ihr noch da? Dann kam, es war wirklich unglaublich, dann kam aus der gegenüberliegenden Wand, also mit so einem Geräusch, so kamen diese Seelen wieder und füllten den Raum. Über wie viele Tage konnten Sie diese Wesen sehen? Also ich konnte die ab
eigentlich, nachdem ich ins andere Krankenhaus verlegt wurde, nur noch selten sehen, aber ich war immer verbunden. Das ist auch bis heute noch so. Und dann war das aber nur noch so episodenweise, dass ich mal welche im Raum, so Figuren gesehen habe, aber nicht mehr in der Art und Weise. Vielleicht lag es ja dann eben auch im Heilungsprozess oder so, dass ähm, ich dann nicht mehr so stark die Lebewesen gesehen habe. Aber diese Verbindung, also ich kann das immer noch, wenn ich kann das Gott sei Dank auch abschalten, aber wenn ich male, binde ich mich vorher an diese Ebenen, um eben mit dem Ziel, eben diese Energien aus diesen Ebenen irgendwie auf die Leinwand zu kriegen. Und oft gelingt es mir ja auch. Und aber dann war also so diese visuellen Wahrnehmungen, die waren so gut wie weg. Es gab immer noch mal so ein paar Sachen im Rahmen des Heilungsprozesses und so weiter, aber dann wurde das immer weniger. Wenn ich noch einmal zurückgehe zum ersten Tag, wo Sie diese schrecklichen Wesen gesehen haben, haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, warum das solche monsterartigen Gestalten waren? Also, ich habe mich ja auch schon vor dieser Erkrankung mit spirituellen Themen und auch mit Tod und Sterben und solchen Sachen auseinandergesetzt. Und unter anderem habe ich mich auch mal eingelesen, weil ich mich auch mal für buddhistische Themen interessiert habe, in das tibetanische Totenbuch. Und in dem wird zum Beispiel beschrieben, dass also bei den Tibetern oder in diesem Glauben ist es eben so, man ist 49 Tage in so einer Zwischenwelt, bevor man dann ins Nirvana geht oder wiedergeboren wird, wie auch immer. Und die beschreiben also eine dieser Episoden während dieser 49 Tage tatsächlich, dass man dann eben also auch von so Höllenwesen oder sowas mit denen konfrontiert wird. Ne? Also das nur, also fand ich dann ganz interessant, das habe ich im Nachhinein dann nochmal nachgelesen. Und dann kommt man eben auch nach deren Beschreibung auch in diese lichten Bereiche. Ich weiß es nicht. Das waren sicherlich keine hochschwingenden Wesen, sagen wir mal so, also wie sie mir dann nachher begegnet sind. Ich kann das nicht erklären. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls war es ein furchtbares Erlebnis, weil ich das körperlich eben auch so wahrgenommen habe, dass die so durch mich durchgegangen sind. Und also das habe ich einfach nur als Angriffe gesehen, ne, auf mich, auf mein Leben, auf meine Seele, auf wen auch immer. Aber ich will das auch, ich, man kann das, glaube ich, auch gar nicht verstehen richtig. Der Interpretation gäbe es bestimmt viele, aber ja, also ich glaube, da sind wir auch zu unwissend. Letztendlich, was da eigentlich letztlich alles um uns rum so existiert einfach, ja. Sie haben beschrieben, dass Sie im Weltall mit diesen Wesen waren. Wie kamen Sie da wieder zurück? Aber dieses eine Mal war direkt, ich bin aus dieser Lichtsäule irgendwie dann in dieses Weltall gekommen. Das war eine Episode. Und ich weiß, manche Sachen weiß ich nicht, ich war dann, vielleicht hat einfach auch nur jemand ähm, das Krankenzimmer betreten und ich bin dadurch wieder zurück in meinen Körper. Also das kann ich nicht genau sagen, wie ich da wieder rausgekommen bin oder so. Aber es war schwerst beeindruckend, diese Abermillionen Seelen bis zum Horizont. Und wie gesagt, also die haben sich nicht bewegt im Vergleich zu vorher, als diese Lichtsäule da aufging, da bewegten sich die Wesen, die Seelen ja alle, die standen da, als wenn sie wirklich auf irgendwas warten würden, was auch immer. Vielleicht Einlass zu kriegen irgendwo oder keine Ahnung, oder wiedergeboren zu werden, weiß ich nicht. Ja. Das ist mir auch nicht als Information mitgegeben worden. Frau Lorenz, was für Auswirkungen hatte dieses besondere Erlebnis auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Wie gesagt, ich habe mich vorher auch schon mit spirituellen Themen auseinandergesetzt und letztlich hat sich mir das, was ich immer geahnt habe, insofern bestätigt, dass es da was gibt.
Also, dass wir erstens als also viel größer sind als unser Körper, dass wir ein ganz großes Potenzial haben, dass, wir in dieser irdischen Welt ja, also wird uns ja auch nicht vermittelt, dass wir solche großen Wesen sind. Also, das ist schon was, was sehr nachhaltig war. Meine Wahrnehmung hat sich extrem, so verschärft. Ich kann also heute sehr viel wahrnehmen, wenn mir ein Mensch begegnet, wie der so drauf ist, ähm, wie der sagen wir mal, wie seine Seelenqualitäten sind, um es mal so zu sagen. Selbst wenn der mir gegenüber sehr unfreundlich sein sollte oder, ja, merkwürdig drauf sein sollte, oft oder meistens sehe ich dann die Seele dahinter und kann dann dem einen oder anderen viel nachsehen so, ne? Also, jeder Mensch will auf dieser Welt irgendwie glücklich sein und manche haben halt, komische Methoden, um zu diesem Glück zu gelangen. Und, also diese Wahrnehmung hat sich total verschärft. Also, gebe ja auch Workshops und so weiter. Und ich kann eigentlich immer schon, wenn die Leute kurz da sind, die schon sehr gut so wahrnehmen und einschätzen. Und letztlich also, ist mein Herz dadurch das ist witzigerweise durch 'ne Herz-OP ich sage mal, nicht mein physisches Herz, sondern mein energetisches Herz so weit aufgegangen. Ich kann die Leute einfach alle lieben und, ja, und was sich total verändert hat also, nach der OP habe ich, also, schon sehr viel umgestellt, weil es klar war, so kann man ja nicht einfach so ich kann ja nicht so weitermachen wie bisher. Da muss ich ja irgendwas in meinem Leben wohl nicht ganz richtig gemacht haben. Ich muss jetzt irgendwas verändern. Also, ich habe meinen Job gekündigt. Ich hatte 'n Akquisejob. Ich habe, eigentlich vorgehabt, mit 'ner Freundin zusammen 'ne Heilerpraxis aufzumachen. Das habe ich alles nicht diese Informationen kamen auch. Ich soll Malerin bleiben und nur malen. Und das wäre jetzt hier so meine Aufgabe, also diese Sachen auch zu dokumentieren, die ich da erlebt hätte. Und das habe ich auch gemacht. Und ich soll mich weiterhin um spirituelle, Themen kümmern, um die Schulen, habe ich auch gemacht. Und letztendlich, sagen wir mal, zum heutigen Tage ist es so, dass ich einfach denke, ich bin so gesegnet. Also, ich bin so froh, dass ich so ein großes Vertrauen haben kann ins Leben und in die Dinge. Und selbst wenn und ich habe genügend auch im letzten Jahr genügend Krisen, also persönliche Krisen und gesundheitliche Krisen und alles Mögliche gehabt. Ich schaffe es tatsächlich glücklicherweise ganz schnell aus diesen Dramen, in die man sich dann so schnell verstricken kann, rauszukommen und ins Vertrauen zu gehen und zu sagen: „Okay, Andrea, da hast du jetzt mal wieder 'n Lernstück. Jetzt kannst du mal wieder gucken, was darfst du daraus lernen, ja?“ Und kann das dann so annehmen. Und das ist einfach 'n ganz großes also, das ist so in den letzten 2 3 Jahren jetzt so passiert, dass ich wirklich sage, ich bin im absoluten Vertrauen, dass alles, was auch immer mir passiert, immer richtig ist, auch wenn sich das im Moment vielleicht nicht so anfühlt, aber dass das alles richtig ist. Und das ist natürlich ein ganz großes Glück, ja. Sie machten später während einer Sterbebegleitung noch eine weitere besondere Erfahrung. Was geschah da? Ja, eine gute alte Freundin von mir, die ich 40 Jahre lang kannte oder kenne, die hatte leider 'ne schlechte Diagnose, 'ne Krebsdiagnose, Lungenkrebs, und die bat mich, sie zu begleiten, zusammen noch mit 'ner anderen Freundin, weil sie war Witwe und da war sonst niemand mehr. Und das ist selbstverständlich. Also, das war dann 'ne Zeit von 1,5 Jahren. Hat sie durch alle diese Prozesse mit Chemo und was dann alles, da schulmedizinisch und so weiter gemacht wurde, 'n Stück weit begleitet und vor allen Dingen eben auch so unterstützt und ihr immer also versucht, Zuversicht zu geben, dass es weitergeht irgendwie und dass sie nicht so 'ne Angst haben muss. Und ihre größte Angst, und das kann ich auch nachvollziehen, ich habe es ja dann auch gesehen, war natürlich zu ersticken. Bei 'nem Lungenkrebs ist das, natürlich die größte Angst. Und die letzten 6 Wochen war sie dann im Hospiz und wir haben immer zwischendrin uns unterhalten über Leben und Sterben und die war also so
'n bisschen so, also, sie wollte da so bestimmte, also, so spirituelle Themen kaum zulassen, aber dann kam sie in den Hospiz und da hat sie sich irgendwie 180 Grad tatsächlich gedreht und, wir konnten also über ganz viele Dinge sprechen, die sie vorher vielleicht so 'n bisschen abgelehnt hat oder belächelt hat. Und ich habe ihr dann zum Beispiel gesagt: „Du, ich würde mal sagen, du darfst dich nicht erschrecken, wenn in der nächsten Zeit auch irgendwelche Wesen oder Leute durch deine Räume laufen. Das scheint mir 'n normaler Prozess zu sein. Hab da keine Angst.“ Solche Sachen habe ich ihr dann halt, versucht zu vermitteln. Sie hat mir dann auch mal irgendwann erzählt, dass da auch jemand im Raum war und so weiter. Und wir hatten vereinbart dann, dass sie, wenn sie auf der anderen Seite ist, möge sie mir ein Zeichen geben, irgendeins. Ich habe dann gesagt: „Wenn du das Licht flackern lässt oder die Glühbirne rausfliegt, ich werde schon wissen, dass du das bist. Oder mach irgendwas. Wenn es irgendwie geht, gib mir ein Zeichen, dass diese andere“, um das noch mal zu bestätigen, ja. Und habe dann aber noch zu ihr gesagt: „Ich kriege so viel über meine Träume, vielleicht tauchst du ja auch in einem meiner Träume auf.“ Und das war so, also, wir hatten dann noch mal so 'n ganz tiefes Gespräch, so 1,5, 2 Wochen vor ihrem also, bevor sie gestorben ist. Die letzten 2 Tage war sie dann nicht mehr bei Bewusstsein. Und ich wollte immer gehen, weil ich gesehen habe, die ist so erschöpft, aber sie wollte immer weiterreden und, nun gut, dann war ich abends zu Hause und, nachts werde ich wach und ich liege immer gerne auf der rechten Seite und habe so meinen Arm dann so ausgestreckt übers Bett und ich werde wach und diese Energien kannte ich jetzt auch zum Beispiel aus meiner Nahtoderfahrung. Also, es geht eine ganz gewaltige Energie durch meinen Körper von oben bis unten und ich habe ja geschlafen und ich werde wach davon, weil das so stark war. Also, es ist also nicht bedrohlich, aber es ist erstaunlich. Also, ich, denke: „Was ist denn jetzt hier heute Nacht hier los?“ Und die Energie schoss hoch und runter durch mein Energiefeld und durch meinen Körper. Und 'n paar Tage vorher hatte ich mir noch ihre Hände angeschaut, weil ich das so interessant fand, wie der menschliche Körper sich eben mit dem Sterben so verändert. Und ihre Hände waren ganz blau geädert so und auch so, hatten so jede, Substanz, also so das Bindegewebe war so schon so 'n bisschen zusammengefallen. Also, diese Hand, die blieb mir so in Erinnerung und jetzt lag ich da und die Energie kam so durch meinen Körper. Und ich weiß nicht, ob ich die Augen aufgemacht habe oder zu, weil ich war in irgend 'nem Zwischenzustand, aber ich war bei Bewusstsein und, sah nur so einen Nebel, so was Helles, wie so 'ne Wolke neben meinem Bett und aus dieser Wolke kommt dann ihre Hand. Also, es war ihre, es gibt keinen Zweifel, es war sie, es war ganz klar, sie ist das und legt mir ihre Hand, ich hatte ja meine Hand so ausgestreckt, auf meine Hand und sagt zu mir: „Vielen Dank, Andrea, für deine Freundschaft und deine Liebe.“ Und das mit einer Liebe, die unglaublich war. Und ich werde damit wach und ich bin also, ich war so was von gerührt und also, ich habe mich auch so gefreut, dass es so möglich war, so 'n Kontakt herzustellen. Allerdings war das noch vor ihrem Ableben. Und nach ihrem Ableben hatte ich noch 'n Traum und in dem Traum bin ich durch so 'n Gang gegangen, wie so 'ne Unterführung, also einmal eingemauert, so ringsrum. Aber der Gang war ganz hell erleuchtend, da waren noch andere Menschen, Seelen, Wesen mit mir unterwegs. Wir gingen alle in die gleiche Richtung. Und auf einmal kam aus der linken Seite, also aus der Wand, kam sie heraus, ganz geschäftig. Die war also sehr modebewusst. Also, das war ihr immer ganz wichtig, ganz besonders gut auszusehen, mit so 'ner großen Handtasche überm Arm und einem ich weiß noch genau, ich kann das Muster von dem Chanel-Kostüm auch noch genau erinnern. Dieses mit einem Chanel-Kostüm, ganz geschäftig, so war sie dann eben auch, drehte sich so zu mir um, guckte mich an, sagte kein Wort, aber so mental kam: „Jetzt hast du mich gesehen und jetzt ist aber auch gut, denn ich bin hier beschäftigt. Ich habe keine Zeit mehr“, und ging durch diesen Gang und durch die andere Wand wieder weg.
Und ich weiß noch, ich stand da nur und habe dann nur gesagt: „Ich habe dich gesehen, das ist ja super, vielen Dank." Also, im Traum noch: „Vielen Dank, dass du dich gezeigt hast. Ja, und schön, dass es dir gut geht." Und also, es war auch absolut real. Und, ich würde mal sagen, also, die andere Freundin, die hat immer mal nachgefragt: „Hast du denn irgendwas von, unserer Freundin denn mal irgendwie geträumt oder sonst was?" Dann habe ich nur gesagt: „Ja, ja, dann könnten wir uns doch mal mit, ihr verbinden oder so." Und dann habe ich gesagt: „Nein." Ich habe ganz deutlich das Signal bekommen, sie möchte ihre Ruhe haben, sie will ihr Ding da machen, wo auch immer, und wir sollen sie in Ruhe lassen. Und ich gehe da nicht in die Energie rein und gucke da gar nichts. Wenn von ihr nichts mehr kommt, dann ist das für mich so in Ordnung. Und es ist auch nichts mehr gekommen bisher. Frau Lorenz, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch.